Also ich studiere Lehramt mit den Fächern Mathematik und Musik. In Mathematik habe ich mir vorgestellt, dass wir deutlich theoretischer werden, dass man mehr Beweise kriegt, dass es mehr um den abstrakteren Teil der Mathematik geht. Und in Musik habe ich mir hauptsächlich eine Fülle von verschiedenen Lehrveranstaltungen erwartet, also in alle möglichen Richtungen der Musik. Im Allgemeinen habe ich so die große, auch dass es um Didaktik geht. Also das heißt, wie stehe ich vor einer Klasse, wie unterrichte ich, wie bringe ich diese Informationen, die ich jetzt gelernt habe, auch anderen bei. Also dadurch, dass ich zwei verschiedene Fächer habe, in Mathematik und Musik, ist es natürlich von Fach zu Fach sehr verschieden. In Mathematik ist vielmehr der Fokus auf Übungsbeispielen und Übungen, während in Musik mehr der Fokus auf dem künstlerischen Einzelunterricht ist und auf Seminaren und Übungen mit Anwesenheit, wo quasi interaktiv gelernt wird, wie zum Beispiel durch Hören oder durch Lehrverhaltenstraining und so weiter. Also es ist eigentlich wie in der Schule, dass man halt seine Lieblingsfächer hat oder Professoren, die man besonders gerne mag, also einfach Dinge, die einen mehr interessieren. Aber was mir besonders gefällt, ist, dass man dadurch, dass es so ein großes Studium ist, immer mit verschiedenen Leuten zu tun hat. Und gerade in den Pädagogik-Lehrveranstaltungen trifft man dann Studierende, die ganz andere Sachen studieren. Also zum Beispiel Mathe-Studenten und Studentinnen oder Leute, die Sport auf Lehramt studieren. Mir gefällt es auch sehr gut, dass man Dinge aus dem einen Fach in das andere übertragen kann. Also didaktische Grundsätze, die wir in Biologie lernen, passen genauso auf Religion zum Beispiel. Also in Mathe war es der Moment, wo ich einmal ein Übungsbeispiel ganz alleine gelöst habe und einfach was bewiesen habe, ohne wirklich einen Impuls von außen. Das ist einfach irgendwie ein cooles Gefühl. Und in Musik würde ich sagen, dass die interdisziplinäre Projektwoche für mich etwas extrem Tolles ist. Da fährt man mit anderen Kollegen und Kolleginnen gemeinsam einfach für eine Woche nach Seckauberg und hat verschiedenste Kurse aus verschiedensten Richtungen, nicht nur aus der Musik. Und das habe ich sehr genossen. Also erstens einmal, wie die zentrale Website, also eben das Uni Graz Online funktioniert, wie man sich da anmeldet und so weiter. Dann zum Beispiel auch noch, was STEOP bedeutet, also die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Das sind eben gewisse Lehrveranstaltungen, die man relativ am Anfang erledigen muss, weil sie Grundlagen sind und weil man zusätzlich auch nicht weiter studieren kann, wenn man die nicht erledigt hat. Was auch noch für mich voll wichtig zum Wissen gewesen wäre, ist, dass es in manchen Fächern ziemlich arge Voraussetzungsketten gibt. Das heißt, man muss eine gewisse Lehrveranstaltung erledigen, damit man eine nächste machen kann und auf die baut dann noch was auf. Und wenn man da einmal rausfliegt, hängt das einem ziemlich nach, weil man dann halt ein ganzes Semester lang nicht wirklich weiter studieren kann. Und was auch noch ein guter Tipp wäre, wenn man anfängt, ist, dass es eigentlich für jedes Fach eine Facebook-Gruppe gibt oder einen Dropbox-Ordner, wo Lernunterlagen drinnen sind, Altfragenkataloge oder solche Dinge. Das ist einfach sehr nützlich zum Lernen. Also es waren bei mir vor allem am Anfang organisatorische Sachen, so wie melde ich mich an für einen Kurs. Aber jedes Semester wieder aufs Neue ist es diese Bastelarbeit am Beginn vom Semester, dass man sich einen Stundenplan zusammenstellt und alle Kurse irgendwie in die Woche reinbringt. Da gibt es auch oft Anwesenheitspflichten, man muss das Gebäude wechseln, essen sollte man auch noch. Und wenn man so wie ich kein Frühaufsteher ist, hätten wir vielleicht auch gerne die Kurse eher später am Tag. Eine Herausforderung war vor allem am Anfang auch, dass wir von diesen Knockout-Prüfungen gehört haben, die es in jedem Studium gibt. Also einfach große Prüfungen, die verschrien sind, dass sie so schwer sind, dass man die nicht schafft. Aber ich habe da eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich einfach hinsetzt und lernt, kriegt man das auch hin. Also ich möchte auf jeden Fall das Masterstudium machen, weil ich erstens echt gern studiere eigentlich. Und zweitens mit nur dem Bachelor auch keine Anstellung bekommen, also keine dauerhafte. Ich träume auch ein bisschen davon, dass ich mal den Bachelor in Germanistik mache, aber mal schauen, ob ich es noch unterbringe.